Hallo und herzlich willkommen zu Olivers Landhausleben. Einige Monate sind nun leider schon vergangen seit meinem letzten Video. Das hatte gesundheitliche Gründe und es ist jetzt langsam wieder soweit, dass ich ein Video für euch machen kann, um euch zu zeigen, wie weit wir bei unserem Haus gekommen sind. Eingezogen sind wir noch nicht, die Handwerker sind immer noch im Haus, es sind immer noch einige Arbeiten offen, die erledigt werden müssen, bevor wir dann wirklich ins Haus einziehen können. Der Plan war, soweit ich mich richtig erinnern kann, noch Mitte, Ende letzten Jahres. Das hat sich dann auch durch die ganze Materialknappheit verschoben, wurde dann Ende letzten Jahres, aber es hat immer noch gehakt, es haben immer noch Materialien gefehlt. Von daher sind wir momentan auf dem Stand, dass es wahrscheinlich Ende Januar, vielleicht auch Ende Februar werden wird. Das wird sich aber alles noch zeigen. Noch sind, wie gesagt, die Arbeiten nicht erledigt. Ich werde euch gleich ein bisschen was zeigen. Und es kann also noch ein bisschen dauern und ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. So, wir sind dann hier mal im Hühnerstall angekommen. Unseren Hühnern geht's gut. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber neben unseren Seidenhühnern haben wir auch noch andere Rassen mittlerweile. Die ganz normalen braunen Hybridhühner. Aber auch dieses Huhn hier. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine Henne ist oder ein Hahn. Das war jetzt bei einem Ei dabei, was wir ausgebrütet haben. Wir werden noch sehen, was es ist. Es hat auf jeden Fall eine andere Form als die normalen Hybridhühner. Und ein Seidenhuhn ist es ganz klar auch nicht. Also wir werden es noch sehen. Was für einer oder eine du bist, ne? Ja, also den Hühnern geht's gut. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wir haben uns auch vergrößert. Wir haben jetzt 35 Hühner und 6 Laufenten. Ja, und dann würde ich sagen, laufen wir weiter. Hier auf der Nutzfläche unseres Gartens sieht man auch schon, dass wir die Felder auf der Seite vorbereitet haben und auch den Acker auf der Seite. Da muss jetzt natürlich im Frühling nochmal umgegraben werden. Die Lupinen sind leider nicht allzu groß geworden. Die hatten dann ungefähr eine Größe von 30 cm, obwohl sie 1,80 werden sollten. Bei dem anderen Beet, das haben wir soweit erstmal sein gelassen, haben immer wieder gedüngt, also mit Pferdemist und biologischen Substanzen. Also nichts, was jetzt irgendwie den Boden schädigen würde. Dann haben wir auch was Neues. Das wären dann hier die Bäume, die ihr hier sehen könnt. Das sind Zwiebeläpfel aus der Pfalz. Da bin ich extra in die Pfalz runtergefahren und habe mir 8 Bäume geholt, habe die dann mit hier hochgenommen, habe die dann eingepflanzt. Wir hoffen, dass sie angehen, weil sie waren doch ziemlich lange noch in der Pfalz, da wo auch gesundheitlich ich Probleme hatte. Ja, und wir werden dann im Frühling sehen, ob die ersten Blätter kommen, ob die ersten Blüten kommen und drücken ganz fest die Daumen, dass da draus was wird. Ja, ansonsten ist hier momentan nicht allzu viel zu sehen. Wir hatten vor 2 Wochen ungefähr noch ziemlichen Schnee gehabt. Da war wieder alles weiß gewesen. Hätte ich euch gerne gezeigt. Ging noch nicht so richtig. Ansonsten, wir überlegen auch noch weiter den Hühnerstall ein bisschen abzutrennen. Was ihr auch noch sehen könnt hier im Hintergrund, ich glaube, das war beim letzten Mal auch noch nicht, das ist dieser Zaun. Der geht hier komplett durch bis zur Straße hin, als Abgrenzung zwischen Nutzgarten und Freizeitfläche. Auf der Seite haben wir jetzt wirklich nur an Selbstversorgung gedacht, an Nutzfläche, und alles, was dann auf der anderen Seite ist, wird dann so in Richtung Spiel, Spaß und Entspannungsbereich gehen. Ja, gehen wir weiter. Ich zeige euch dann mal auf der anderen Seite, was wir da schon alles gemacht haben. Das hier ist jetzt der Freizeitbereich. Also hier hinten könnt ihr schon gut sehen, wir haben hier eine Schaukel, wir haben ein Trampolin, wobei der letzte Sturm hat dem Trampolin ziemlich zugesetzt. Dann haben wir eine Hängematte für etwas Entspannung und natürlich auch den Pool, wenn es mal warm ist. Haben wir auch letztes Jahr ein wenig genutzt. Vielleicht wird es dieses Jahr etwas mehr, wo wir es nutzen können. Wir werden sehen, wie warm dieser Sommer wird. Pflanzen sind momentan die meisten noch draußen. Da müssen wir auch mal schauen, was hat jetzt diesen kalten Winter überlebt. Einige konnte ich noch zur Seite schaffen in einen etwas milderen Bereich, sage ich mal. Aber wir hatten schon sehr starke Minusgrade, von daher weiß ich nicht, inwieweit die Pflanzen wiederkommen werden oder nicht. Was ich auch hinten noch vergessen habe zu sagen, wir haben eine Menge Beerensträucher gepflanzt. Das sind jetzt nicht nur Bäume, sondern auch ziemlich viele Johannisbeeren, Teebeeren. Ja, also es ist, was beerenmäßig angeht, hoffen wir auch, dass da ziemlich viel wächst und dass wir auch nächstes Jahr etwas ernten können.
Gut, dann denke ich mal, gehen wir mal rein und schauen, wie weit es im Haus ist. Also eines mal vorab, es gibt natürlich Räume, die sind hier weiter fortgeschritten und es gibt Räume, die sind weniger weit fortgeschritten. Die Kamera steht jetzt gerade momentan im Esszimmer. Ihr könnt euch an den Raum erinnern, kein Boden. Das war der Raum, wo es direkt in den Keller runterging. Beide Räume, sowohl die Küche als auch das Esszimmer. Und ja, ich stehe jetzt hier in der Küche. Es ist schon verputzt, es ist noch nicht geschliffen, wir müssen also hier noch schleifen. Die Elektrik ist schon komplett drin, also wir sind hier eigentlich schon auf einem sehr guten Weg. Hier oben ist unser Sturz, der reingebaut werden sollte, aus Holz, den ich immer noch sehr schön finde, der aber auch abgeschliffen werden möchte. Also hier gibt es immer noch eine Menge zu tun, aber ich sag mal, so wie man sehen kann, es ist schon ein wirklich sehr schöner Raum geworden. Was wir allerdings noch haben, ist, dass der Fußboden immer noch eine ziemliche Restfeuchte hat. Also wir stehen momentan bei zwischen 16 und 17%. Das heißt, wir können jetzt hier noch nicht drauf fließen, sondern müssen erstmal warten, bis es weiter abgetrocknet ist. Ja, das ist allerdings einer der Räume, die am weitesten fortgeschritten sind. Es gibt auch andere Räume, wo noch sehr viel mehr zu tun ist und die zeige ich euch jetzt. Hier im Treppenhaus ist wohl noch am meisten zu tun. Wir mussten die Öffnung zum Dachboden erstmal schließen, damit nicht die ganze Wärme, die jetzt hier unten im Erdgeschoss ist, nach oben entweicht, denn wir haben jetzt hier auch eine Heizung. Was wir noch nicht haben, ist Licht in jedem Raum, deswegen strahlt momentan der Fluter direkt hier von unten an mich an, was wahrscheinlich sehr komisch aussehen wird, aber ist gerade nicht zu ändern. Draußen ist dunkel, wir haben momentan Winterjahreszeiten, von daher geht es nicht anders. Also hier die Klappe wird demnächst dann wieder geöffnet, sobald wir dann oben anfangen werden auszubauen. Demnächst ist vielleicht ein bisschen zu früh gesagt, aber hier wird dann noch eine Menge passieren. Die Decke muss neu abgehängt werden, das Loch muss geöffnet werden, eine Treppe muss rein, aber das ist alles Zukunftsmusik. Das wird wahrscheinlich erst passieren, wenn wir schon eingezogen sind. Nichtsdestotrotz ist das mit Sicherheit einer der Räume, die noch am meisten Arbeit in Anspruch nehmen werden. Im Gegensatz dazu bin ich jetzt im Hauswirtschaftsraum und hier steht unsere Heizung. Also gasbetrieben läuft. Ja, also wir haben hier schon angenehme Temperaturen hier im Haus, sagen wir so zwischen 16 und 18 Grad, aber das reicht, damit auch der Boden etwas besser trocknen kann. Was ganz neu reingekommen ist, ist hier hinten die Duschwanne. Das heißt, die Wände sind schon abgedichtet. Da sind wir dann also bald auch schon so weit, dass wir sagen können, Fliesen kommen dran und dann würde die Sanitärgeschichte stehen. Das heißt, wir hätten eine Dusche, die Toilette kommt dann auch bald noch hier hin und noch ein Waschbecken hier auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann wären wir zumindest mal, was Sanitär angeht, so weit, dass wir sagen könnten, notdürftig könnten wir schon einziehen. Natürlich kann man da noch nicht von Wohlleben sprechen, also nicht von gesund leben oder von Wohlfühlen, aber es wäre zumindest möglich, hier rüber zu ziehen und zu sagen, okay, wir machen dann vor Ort weiter. Ja, das wäre dieser Raum hier. Was leider immer noch verschlossen ist, ist die Tür, die hier ist. An die könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, die direkt in den Garten führt. Die werden wir aber auch zu gegebener Zeit wieder öffnen, das heißt wahrscheinlich irgendwann im Sommer. Dafür ist es jetzt auch noch zu früh. Hier sind wir jetzt im Schlafzimmer. Was ihr hier unten auf dem Boden seht, sind Sägespäne. Ich versuche hier einen alten Trick umzusetzen, dass, wenn Sägespäne auf dem Boden liegen, die Verdunstungsfläche der Feuchtigkeit auf dem Boden dann in die Sägespäne übergeht und dann dort schneller verdunstet. Das habe ich mir auch irgendwann mal im Internet, habe ich irgendwann dort gesehen und habe gesagt, okay, müssen wir umsetzen, müssen wir versuchen, weil hier sehr lange 20% Restfeuchte im Boden waren und wir wollen halt dann doch irgendwann mal umziehen. Ja, deswegen liegt hier die Sägespäne, die muss immer mal ein bisschen bewegt werden, von Raum zu Raum müssen wir die auch transportieren. Es ist auch schon besser geworden, habe ich ja schon erzählt, 16-17% haben wir aktuell. Dieser Raum ist auch so weit fertig, bis auf das halt Feinputz an die Wand muss und also die feinen Arbeiten, die müssen noch gemacht werden. Ansonsten wäre der Raum auch größtenteils fertig. Ihr seht auch schon die Heizung, die ist auch schön warm. Ja, dieser Raum ist also soweit dann auch erstmal auf einem sehr guten Stand. Beim Flur erwarten uns auch noch eine Menge Arbeiten, wie zum Beispiel hier muss noch die Tapete runter, die Elektrik ist hier noch nicht komplett verlegt, also hier ist auch noch einiges zu tun, aber es ist jetzt nicht zwingend ein Raum, wo man lebt, sondern eher den man halt durchquert. Von daher muss der nicht sofort sein, aber auch hier werden wir natürlich die Tapete irgendwann runter machen und werden dann mit Feinputz den Raum hier bzw. den Gang hier sehr schön machen. Auch mit der Beleuchtung habe ich mir da schon einige Gedanken gemacht, wie wir hier den Raum
wirklich schön Akzente setzen kann, wie das wirklich schön werden kann. Ist aber auch eine eher Zukunftsgeschichte, also nicht was jetzt direkt in den nächsten 1-2 Monaten passieren wird. Aber um es euch mal gezeigt zu haben, was hier vorher war, es hat sich schon einiges getan. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber ich glaube, diese Wand stand hier auch nicht. Das heißt, es wurden 2 Räume gebildet. Wir haben den Putzraum, wir haben auf der anderen Seite einen Elektrikraum. Ja, ist jetzt etwas schwer zu zeigen, weil die Räume sehr klein sind. Aber um es euch mal zu veranschaulichen, momentan ist die Breite wirklich so und vorher war sie sehr viel breiter. Also wir haben den Raum hier, den Flur hier verkleinert, um 2 weitere Räume zu schaffen. Das hier ist jetzt das zukünftige Büro. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir Licht. 2 Räume haben wir momentan mit Licht. Das ist einmal hier das Büro und einmal hier nebenan das Wohnzimmer. Ihr könnt euch noch ungefähr daran erinnern, hier ging es durch. Wir wollten die Tür zumauern, aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, die offen zu lassen. Falls ich nämlich hier im Büro arbeite, dass es für mich schneller ist, einmal ins Wohnzimmer zu gehen, falls mal was sein sollte oder falls ich was helfen sollte. Sonst müsste ich jedes Mal hier durch diese Tür einmal komplett außen rum um den Flur und dann vorne wieder rein. Das wäre etwas, schwierig, nervig. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen die Tür mal hier offen. Was ihr hier sehen könnt, ist, hier ist der Elektrikraum. Ein kleines Räumchen, wo wir noch ein bisschen was mit Antennenkabeln, mit Netzwerkkabeln und auch mit Strom regeln wollen. Von hier aus wird dann ein Teil der Elektrik abgehen. Die Hauptelektrik ist natürlich vorne im Sicherungskasten, aber hier wird noch ein Teil steuerbar sein für mich dann, wenn irgendwas sein sollte, weil ich ja dann doch ein bisschen mit der IT ein paar Geräte habe, die ich dann extra speisen möchte und auch extra steuern möchte. Hier im Wohnzimmer könnt ihr auch schon sehen, hier ist das Licht, wie ich bereits erwähnt habe. Natürlich müssen hier noch die Decken und die Wände mit feinem Spachtelmasse geglättet werden und dann auch geweißt werden. Hier in der Ecke wird ein Platz entstehen, ein Schreibtisch für kleinere Büroarbeiten und ansonsten ist der Raum eigentlich schon fast fertig. Also es ist wirklich nur noch Feinarbeiten zu machen, der Boden mit dem Estrich ist drin, also es ist eigentlich nicht mehr allzu viel, was hier getan werden muss in diesen Räumen. Natürlich, wenn man das in der Masse sieht, Decken verspachteln, Wände verspachteln, dann alles weißen, das ist natürlich Zeit. Aber es ist jetzt kein Hinderungsgrund, um zu sagen, okay, wir ziehen nicht um. Ja, also wir können eigentlich schon sagen, sobald hier Sanitär und Elektrik steht, dass wir umziehen können und die anderen Arbeiten machen wir dann, wenn wir erstmal eingezogen sind. Ja, natürlich gibt es Sauerei, aber es hat natürlich auch den Vorteil, wir wohnen dann endlich in den eigenen 4 Wänden. Soweit ist es noch nicht, aber wir hoffen, dass es bald soweit sein wird. Um es euch ganz kurz zu zeigen, wir sind jetzt hier im Windfang und hier wurde auch notdürftig gedämmt und dann die Folie drüber gezogen, damit hier die Wärme erhalten bleibt. Wir haben auch hier eine Heizung drin, damit der Boden trocknet, weil überall ist der gleiche Estrich verlegt worden. Und natürlich wird das alles noch geändert, aber um es zu zeigen, dass hier doch noch eine Menge zu tun ist, den Raum möchte ich nicht aussparen und natürlich ist das auch einer der Räume, die eine Menge Arbeit noch brauchen und in die noch eine Menge Arbeit gesteckt werden muss. Aber auch dieser Raum als Windfang ist jetzt nicht wirklich wichtig, um umzuziehen. Zu guter Letzt bin ich nochmal den ganzen Weg durchs Haus durchgelaufen, denn ich habe euch das Bad, das zukünftige und die begehbare Dusche noch nicht gezeigt. Weil diese beiden Räume auch im ersten Schritt jetzt nicht weiter renoviert werden, sondern erstmal auf der Seite liegen werden. Auch hier wurde eine behelfsmäßige Dämmung und eine Rigidverplankung eingezogen, damit nicht die ganze Wärme hier entweicht. Und ansonsten, was hier zu tun ist, das hat wirklich richtig viel Zeit. Ja, also der Hauswirtschaftsraum mit Toilette, Waschbecken, Dusche, der wird erstmal reichen. Hier natürlich, wie ich schon erzählt hatte, kommt noch eine Badewanne hin, noch ein Waschbecken, ein großes und die begehbare Dusche wird natürlich auch irgendwann mal ganz toll. Aber die Zeit bringt es jetzt nicht, die gibt es nicht her und das muss warten. Hauptsache, die Räume sind jetzt so weit, dass das Wasser nicht gefrieren kann in den Rohren. Das heißt, gut gedämmt und trotzdem beheizt. Der Boden kann trocknen und das war jetzt erstmal das Wichtigste für uns. So, wieder draußen bei den Hühnern und den Enten angekommen, hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte in die Renovierungsarbeiten, in den aktuellen Stand von unserem Haus, ein bisschen von unserem Land.
und was noch alles zu tun ist. Natürlich ist noch sehr viel zu tun. Ja, ich versuche euch auch weiter auf dem Laufenden zu halten, sobald es Neuigkeiten gibt, es auf Instagram zu posten oder auch hier auf YouTube. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, vor allen Dingen eine gesunde Zeit, einen schönen Start ins neue Jahr 2022 und dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, euer Oliver. Ciao.